Okay, langsam. Ihr habt wahrscheinlich auf dieses Video geklickt, weil ihr euch denkt, ich kenne doch jedes Mario-Spiel. Was redet diese Person mit gerade einmal 29 Abonnenten? Abonniert by the way, wenn euch das hier gefallen sollte. Und damit habt ihr wahrscheinlich auch recht, aber hear me out. Denkt mal kurz an irgendein Mario-Spiel. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass ihr jetzt an Mario-Spiele denkt, wie das erste Super Mario Bros. Oder an Mario 64, das erste 3D Mario. Vielleicht an New Super Mario Bros. Wii mit dem ersten Multiplayer in einem Mario-Spiel. Vielleicht an Super Mario The Lost Levels wegen seiner Schwierigkeit. Oder an die Gameboy-Teile. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch Super Mario Odyssey definitiv mit drin gewesen sein wird. Aber denkt man bei einem Mario-Spiel direkt an Super Mario 3D Land für den 3DS? Wahrscheinlich kam ich dieses Spiel nicht in den Sinn, als ich euch danach gefragt habe. Aber warum ist das eigentlich so? Ich meine, Seiten, die 3D-Marios ranken, vergessen oft, dass dieses Spiel überhaupt existiert und nehmen es halt dann einfach nicht in dieses Ranking rein. Warum das so ist, werde ich euch heute dann hoffentlich beantworten können. Und somit dann viel Spaß mit dem Video. Also, warum ist es so, dass Mario 3D Land so in Vergessenheit gerät? Zuerst, Super Mario 3D Land erschien erstmals in Japan am 3. November 2011, in Nordamerika am 13. und in Europa am 18. November. Das heißt, das Spiel ist tatsächlich schon relativ alt. Um genau zu sein, ist es 2011, 2024... Es ist schon 13 Jahre alt. Wow, also älter als ich auf jeden Fall dachte. Naja, also das Spiel ist einfach alt. Das könnte ja schon einer der Gründe sein, oder nicht? Naja, es ist immer noch ein Mario-Spiel. Und es gibt andere Mario-Spiele, an die man sich deutlich besser erinnern kann als an Mario 3D Land. Zum Beispiel Mario Sunshine oder Mario World oder Super Mario Bros. 3 und so weiter. Deswegen denke ich nicht, dass das einer der Gründe sein wird. Kann es vielleicht sein, dass es an den Verkaufszahlen liegt? Hat sich das Spiel einfach nicht gut verkauft? Schauen wir mal nach. Und was? Das ist ja fast so viel, wie sich die Wii U überhaupt verkauft hat. Das ist wirklich traurig. Daran kann es also auch nicht liegen. Okay, einer der meiner Meinung nach richtigen Gründe könnte sein, dass Mario 3D Land nur 1,5 Jahre nach Mario Galaxy 2 rauskam. Was wir uns heute vielleicht von 3D Mario Release Schedules wünschen würden, hat damals vielleicht dafür gesorgt, dass 3D Land nicht als vollwertiges 3D Mario angesehen wurde, zumal es ein Handheld-Spiel ist, welche nie gleichwertig mit Konsolengames gestellt werden. Reden wir mal kurz über das Design von 3D Land. Wenn man darüber nachdenkt, erinnert das Spiel mehr an ein 2D als an einen 3D-Ableger. Das nimmt natürlich die Offenheit aus dem Spiel, in dem Level schmaler und linearer gestaltet sind. Das ist natürlich schade, weil die 3D-Marios vor 3D Land gerade für offene Welten und Erkundungen bekannt sind. Außerdem sind die Welten ziemlich langweilig und langweiliger gestaltet als die Welten der 2D-Marios. Ich meine, kannst du mir jetzt sagen, ob das hier Welt 3 oder Welt 5 ist? Ich denke nicht. Da ist es kein Wunder, dass Mario 3D Land im Vergleich zu den anderen 3D-Marios nicht wirklich im Gedächtnis bleibt. Reden wir mal kurz über die Bosse in Mario 3D Land. Am Ende der ersten Welt bekämpft man den ersten Boss, Bowser, bzw. ein Goomba, der sich als Bowser ausgibt. Hier versucht man Bowser auszuweichen, um an den Knopf zu gelangen, damit Bowser elendig in die Lava fällt. Hier hält man sich also auch wieder an die Formel der 2D-Marios. Anstatt jetzt einen richtig coolen Bowser-Kampf zu haben, ist Bowser eher so eine Art Hindernis, welchem man einfach nur versucht auszuweichen. Dieser Kampf verändert sich über das Spiel nur kaum, was es nicht spannend und erinnerungswürdig macht. Auch die Luftschiffe haben keine guten Bossgegner, nur Bum Bum oder Pom Pom, welche man jetzt echt nicht wirklich als Boss bezeichnen kann. Das einzige Gimmick ist, dass sich der Boden immer mal wieder verändert, welches aber auch keine wirklich größere Schwierigkeit darstellt.
Abgesehen davon hat Mario 3D Land kein wirkliches Merkmal, welches es jetzt wirklich besonders macht, abgesehen davon, dass es wie ein 2D Mario aufgebaut sein soll. Generell als eigenständiges Spiel ist das ja auch vollkommen okay. Das Problem dabei ist dann nur, dass Super Mario 3D World existiert, welches eigentlich das gleiche macht wie 3D Land, nur in deutlich besser. Es hat einen Multiplayer, die Grafik ist viel besser und es ist generell halt alles viel freier gestaltet. Okay, nochmal so als Fazit. Warum vergisst jeder Mario 3D Land? Super Mario 3D Land wird halt einfach von Super Mario 3D World overshadowed. Es hat halt nichts Besonderes an sich, was nicht auch in 3D World ist. Abgesehen davon ist 3D Land ein Handheld-Game, welche oft eher vergessen werden. Trotzdem mag ich dieses Spiel wirklich gerne, weil es für mich halt einfach die Kindheit war. Und es ist keinesfalls ein schlechtes Spiel. Nur leider halt nicht gut genug, um mit anderen 3D-Marios mitzuhalten. Weswegen dieses Mario-Spiel langsam aber sicher in Vergessenheit geraten ist.